Hallo Freunde! Ja, ich bin jetzt wieder die wunderschöne, tolle grüne Hand vom ersten Video. Vielleicht kennen Sie die noch. Und wie Sie hier vielleicht schon dran seht, dass ich hier gerade mit dem Zoom ein bisschen am Rumprobieren bin. Ich hoffe, es passt auch vom Ton und vom Bild her und so. Ich habe nämlich eine Kamera! Ah! Ich filme euch das Ding mit dem Handy mal kurz ab. Ich habe eine Kamera, Leute! Gut, wir sind ja heute hier für ein Q&A und nicht wundern wegen am Ton, den habe ich schon vorher aufgenommen. Das heißt, ich werde jetzt immer mein Handy liegen haben und den Ton abspielen, den ich schon aufgenommen gehabt habe und halt mit den Kärtchen dementsprechend da im Bild halt dazu machen. Genau. Und ich würde mal sagen, let's go mit der ersten Frage. So, als erstes haben wir ein paar Fragen von Sammy Drachenherz. Danke fürs Fragen. Die erste Frage ist, warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, was soll ich dazu sagen? Also schon, wie ich noch ein bisschen jünger war, habe ich mir schon immer gedacht, ja, das wäre schon irgendwie cool, so ein eigener YouTube-Kanal, aber ist so richtig, ja, geplant in dem Sinn oder wirklich drüber nachgedacht habe ich halt nie, weil ich habe mir gedacht, da wird eh nie was draus. Und dann habe ich mal vor ein paar Jahren mit einer Freundin so gescherzt, dass wir uns mal einen YouTube-Kanal machen, wenn wir 16 sind. Und ich habe mir gedacht, ja komm, probier es einfach mal, weil ich habe einfach voll Lust drauf gehabt und wollte es einfach mal probieren. Und ja, jetzt sitze ich hier und habe meinen YouTube-Kanal, einfach weil ich Bock drauf gehabt habe. Gut, nächste Frage. Wie viele Bücher hast du? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue gerade zu meinem Bücherregal rüber. Ich schätze mal 20 oder 30. Irgend sowas. Zwischen 20 und 30. Ich kann es ja mal zählen und dann im Video die richtige Zahl einblenden. So, als nächste Frage habe ich, was ist dein Lieblingsort generell? Ich würde nicht direkt sagen, also ich habe nicht wirklich einen Lieblingsort, muss ich dazu sagen. Also ich wohne in der Nähe vom Wald und ich bin eigentlich ganz gerne im Wald, aber halt auch nicht so oft. Deswegen würde ich es jetzt nicht in dem Sinne als Lieblingsort bezeichnen. Ja, vielleicht der Reitstall, wo ich reiten gehe, aber das kann man auch nicht wirklich als Lieblingsort nehmen. Ich würde sagen, also meine Antwort ist einfach, ich habe keinen Lieblingsort. Was ist dein Lieblingsort in deinem Zimmer? Habe ich dann noch als Frage. Ganz klar, mein Bett. Wenn ich in meinem Zimmer bin, dann bin ich die meiste Zeit im Bett. Wobei in letzter Zeit sitze ich öfter am Schreibtisch und mache irgendwas am Laptop. Meistens schaue ich YouTube. Und ich habe zwar im Eck, also in einem Eck von meinem Zimmer so eine Kuschelecke mehr oder weniger, aber da ist gerade so viel Chaos drumherum, da kann ich mich gerade nicht reinsetzen, leider. Früh aufstehen oder ausschlafen? Ja. Ist halt die Frage, ob ich eine Wahl habe oder nicht, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann auf jeden Fall ausschlafen. Ich bin so ein verdammter Morgenmuffel. So, dann habe ich, also wir sind immer noch bei den Fragen von Sammy Drachenherz, so übrigens. Sprachnachricht oder Textnachricht? Das ist auch eine Frage, wo ich nicht direkt weiß, was ich drauf sagen soll. Es ist beides ganz nett, also aber auf Tippen habe ich halt nicht immer Lust und dann sind Sprachnachrichten schon besser. Aber manchmal bin ich einfach zu faul für Sprachnachrichten oder weiß, dass der Mensch, dem ich die Sprachnachricht schicke, die gerade nicht anhören kann und dann hat sie auch keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, kein Favorit. Gut, dann habe ich noch ein paar Fragen von Lesefreak bekommen. Nämlich zum Beispiel, ob ich Geschwister habe. Ja, habe ich. 4 Stück. 3 davon sind Stiefgeschwister. Ich bin die Jüngste. Leider. Nein, also es ist nicht ganz so schlimm. Ja. Dann habe ich noch, hast du Brieffreunde? Ja, habe ich. Also festhalten, ich hatte mal 9. Und da habe ich immer die Briefe geschrieben und dann halt immer für die anderen Personen halt quasi immer abgeschrieben. Das heißt, ich habe quasi
9-mal denselben Brief geschrieben, nur halt mit dem richtigen Namen oben drauf. Das war halt stellenweise ein bisschen fad, muss ich schon sagen. Aber ja, aktuell habe ich eine wirkliche Brieffreundin, mit der ich wirklich Briefe schreibe. Und mit 2 von den 9, die ich da gehabt habe, mit denen bin ich noch über WhatsApp ein bisschen in Kontakt, aber mit den meisten, also von den meisten habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört. Hast du Harry Potter 5 fertig gelesen? Ja, habe ich. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den ersten Teil von meiner Harry Potter Sammlung hochgeladen habe, an dem Tag hatte ich es fertig gelesen. Das ist jetzt schon fast einen Monat her. Im Moment lese ich gerade wieder Alea Aquarius. Ich bin gerade beim 2. Teil, mit dem bin ich jetzt auch schon fast wieder fertig. Und ja, also ich habe ihn schon fertig gelesen. Harry Potter meine ich, den 5. Teil. Wie alt bin ich? Ich bin ehrlich, ich habe auf die Frage gewartet irgendwie. Also aktuell, wie ich diesen Ton aufnehme, bin ich 15. Aber ich glaube nicht, dass das so lange dauert noch, bis ich das Video hochlade. Also wenn ich das Video hochlade, werde ich wahrscheinlich auch noch 15 sein. Weil ich glaube nicht, dass ich das Video erst in, jetzt muss ich nachrechnen, 3 Monaten hochlade. Ja, ich bin sicher noch 15, wenn ich das Video hochlade. Meine Lieblingsbücher, also mal auf jeden Fall Alea Aquarius, weil sonst wäre ich nicht in der Beta-Crew. Woodwalkers habe ich auch schon den ersten Teil gelesen, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und Harry Potter. Was ist meine Lieblingsfarbe? Da fällt es mir ein bisschen schwer, mich festzulegen, aber ich würde sagen grün und blau. Rot war lange Zeit meine Lieblingsfarbe. Ich finde es okay, aber ich würde es nicht mal als meine Lieblingsfarbe bezeichnen. Also wie gesagt, ich würde eher sagen grün und blau. Und dann noch, hast du eine Lieblingsband? Ja und nochmal ja. Sunrise Avenue ist Beste. Dann habe ich noch eine Frage bekommen von Waifu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich will da dann immer Kärtchen machen, wo ich den Insta-Namen hinschreibe. Auf jeden Fall war die Frage, was mein YouTube-Ziel in der Zukunft ist. Ja, keine Ahnung. Ich würde einfach mal sagen, Spaß dabei behalten, mich verbessern. Ja, ich denke, das ist so das, was ich vorhabe. Ja, eben Spaß dran behalten und verbessern. Ja, eine Frage habe ich noch bekommen von Charlotte STFN oder SFTN, glaube ich, ja. Und zwar, wenn ich mit meinem YouTube-Kanal irgendwann mal bekannt werde, was ich der Welt gerne sagen würde. Also, ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig, Charlotte. Kannst mich ja noch in den Kommentaren korrigieren. Jedenfalls hat sie gefragt, was ich der Welt sagen wollen würde, wenn ich mit meinem YouTube-Kanal jemals bekannt werden sollte. Also falls ich mal in, keine Ahnung, 10 Jahren, 5 Jahren, sagen wir 10 Jahren, bleib mal realistisch, irgendwann mal so den Mega-Boom habe und es gibt irgendwann mal Leute, die wirklich bis so weit runterblättern und sich wirklich meine Videos von ganz am Anfang anschauen, eben zum Beispiel auch das. Sollte sich das jemand in 10 Jahren anschauen, Grüße gehen raus. Schön, dass du noch da bist. Ja, jedenfalls zurück zur Frage, was würde ich der Welt sagen? Ich bin dankbar für meine Erfahrungen, die ich gehabt habe und für alle Leute, die ich kennengelernt habe, also alle Freunde und Familie und so. Und ja, wenn uns der Klimawandel bis in 10 Jahren nicht umgebracht hat, dann bitte macht's was dagegen. Wir müssen alle anfangen, was dagegen zu tun. Also jetzt anfangen ist fast schon spät, aber zumindest was verändern, weil ja, sonst ist irgendwann die ganze Welt im Arsch, noch bevor uns die Sonne auffrisst. Was noch? Ja, passt auf euch, seid gut zu euch, ihr seid alle perfekt, so wie ihr seid. Es hat zwar jeder seine Macken, aber das ist okay. Und
Ich glaube an euch. Habe ich noch ein paar Fragen von Kuschelkönig bekommen. Cooler Name übrigens. Zum Beispiel, was sind 5 Sachen, die dich auf die Palme bringen? Ja, ich habe die Frage vorher gelesen und mir sind spontan 2 Sachen eingefallen. Ja, ich werde jetzt einfach überlegen und spontan antworten, was mir einfällt, was mich auf die Palme bringt. Wenn sich mein Schnittprogramm ständig aufhängt. Nummer 1. Nummer 2. Wenn mich mein Bruder wieder komplett abfuckt, aber das ist Geschwisterliebe, das ist normal, damit sollte ich eigentlich klarkommen, aber das regt mich trotzdem oft auf. Wenn generell irgendwas nicht so funktioniert, wie ich will, weil ich bin da leider sehr reizbar und gebe recht schnell auf, was eigentlich nicht sonderlich gut ist, also oft probiere ich es einmal und wenn es dann nicht gleich geht, dann lasse ich es. Das waren jetzt 3 Sachen, glaube ich, was bringt mich noch auf die Palme? Warten. Ich warte nicht gern, weil Geduld ist für mich oft ein Fremdwort, also wirklich zum Beispiel, wie ich auf die Kamera gewartet habe, mit der ich jetzt hoffentlich schon das Video aufnehme. Also wenn ich den Ton aufnehme, den ihr gerade hört, ist die Kamera noch nicht da. Deswegen mag ich warten nicht, weil ich will meine Kamera haben. Wenn ihr das hört, habe ich die Kamera aber wahrscheinlich schon. Egal. Ja, warten mag ich eben nicht. Und eins fehlt noch. Früh aufstehen. Ich hasse früh aufstehen. Dann habe ich noch die Frage bekommen, wenn ich einen Blick in die Zukunft werfen würde, ob ich das machen würde und was ich mir anschauen würde. Ja, mich würde es, also auf der einen Seite würde es mich auf jeden Fall interessieren und dann würde ich mir wahrscheinlich anschauen, wie mein Berufsleben wird und so oder generell, wie ich in meiner Laufbahn weiterkomme. Aber auf der anderen Seite will ich es mir gar nicht anschauen, weil ich finde, das nimmt dann den Überraschungsfaktor vom Leben weg, weil kann man es Lebensmotto nennen, vermutlich, keine Ahnung. Ich lebe halt mit der Überzeugung, dass alles spontan ist. Und was passiert, passiert und bums. Deswegen auf der einen Seite würde ich es mir extrem gern anschauen, damit ich schon mal weiß, was auf mich zukommt und ich nicht wieder komplett geschockt werde, wie es schon oft war in meinem Leben. Aber auf der anderen Seite würde ich es nicht machen, eben weil dann die Spontanität weg ist und ich dann schon weiß, was auf mich zukommt und ich nicht so spontan reagieren kann, wenn das Sinn macht. Und noch eine Frage von Kuschelkönig, ob ich an Schicksal oder Zufall oder beides oder keins von beiden glaube. Also in meiner Ansicht ist das so mehr oder weniger dasselbe, aber ich glaube daran, also an Schicksal auf jeden Fall, weil ja, Zufall und Schicksal irgendwie, für mich ist das Gleiche, keine Ahnung wie ihr das seht, könnt ihr ja mal dann in die Kommentare schreiben, wenn das Video dann online ist, haha. Aber ich glaube halt schon, dass das so alles so ein bisschen vorhergeplant ist, quasi so wie das Leben abrennt und das dann halt so wie ein Film quasi durchspielt und dass irgendeine höhere Macht weiß, wie dann schon von Anfang an weiß, wie dein Leben abläuft, nur halt du nicht, so als wäre das ein Film, den du zum ersten Mal schaust. Ja, damit sind wir durch mit allen Fragen. Mein Kameraakku hat ziemlich drunter gelitten, muss ich sogar sagen. Ja, so viel Chaos bei meinen Kärtchen, ich finde nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, der Ton war okay, weil ich ja am Anfang schon gesagt habe, dass ich meine Antworten auf die Fragen vorher aufgenommen habe. Ja, alles in die Kommentare muss ich wahrscheinlich nicht mehr sagen. Jetzt ist das Hagashi. So, nein, jetzt passt. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Grüne Hand, ahoi. Tschüss.